Zusammen mit unserem Partner Mahle haben wir kürzlich die Werkstatt der Zukunft gesucht. Und ganz viele von euch Fabocar Pro-Usern haben sich beworben und uns gesagt, wie ihr eure Werkstätten fit macht für die Zukunft. Wir hatten einige Ideen dabei aus dem Bereich Digitalisierung, viel auch aus dem Bereich Hochvolttechnik. Aber einer unserer Gewinner, das ist Jens Pesel hier aus Wolfsburg. Und Jens macht einen anderen Ansatz. Er sagt, bei mir gibt es alles aus einer Hand. Karosserie und Lack, Werkstatt, Reifen, Felgen. Und wie er das gemacht hat und wie er das hier aufgebaut hat, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Also, kommt mit! Ja, grüß dich, Jens. Hi. Hi. Ja, schön, dass wir hier sein können. Ja, ich freue mich auch. Ja, sieht beeindruckend aus. Es ist noch recht neu. Ja, alles, danke. Ne? Erzähl mal, ich habe es gerade vorhin schon gesagt. Du hast, glaube ich, hattest du uns ja geschrieben, naja, recht überschaubar gestartet. Bist, glaube ich, aber selber Kfz-Mechaniker. Genau. Erzähl mal ein bisschen, wie war dein Werdegang so bis zu dem Punkt heute? Ja, ich wollte damals mal ein bisschen mehr erreichen. Ich habe gedacht, das geht nur, wenn ich mich selbstständig mache. Damals fing das Thema Smart Repair neu an. Da habe ich gedacht, okay, das ist ein Markt. Dann habe ich angefangen, in diesen Lackreparaturgeschichten Smart Repair, so einen Lehrgang in Wien zu besuchen. Mir das Equipment gekauft und habe dann die Autohäuser besucht und habe dort Smart Repair Reparaturen vor Ort gemacht. Und 2001 habe ich dann einen Schritt gewagt und habe gedacht, Mensch, das ist auch was für Privatkunden, Leasingrückläufer und so weiter und so fort. Und habe hier in Wolfsburg meine erste Werkstatt eröffnet. Genau, und jetzt heute, bei dir oben drüber steht alles aus einer Hand. Das heißt, das ist ja dann gewachsen, sodass du, sage ich mal, immer noch viel im Bereich Karosserie, Lack, Felgenreparatur und so weiter anbietest, aber ja auch seit neuestem eine Werkstatt hast. Genau. Also auch da war von Anfang an, habe ich immer gesucht nach Möglichkeiten, das Angebot breiter zu fächern. Sprich, ich habe dann erstmal angefangen, nach der Lackreparatur auch noch Felgenreparatur anzubieten, weil die Nachfrage immer größer war. Und dann habe ich, als ich dieses Grundstück hier gekauft habe, gedacht, Mensch, wenn ich schon Felgenreparatur anbiete, kann ich auch Reifen mit anbieten. Und wenn ich Reifen anbiete, dann kann ich auch mal eine Inspektion mit anbieten. Und so habe ich gleich von vornherein das Grundstück größer gekauft, um dann entsprechend hier wachsen zu können. Und jetzt hast du wie viele Mitarbeiter? Jetzt sind wir 9 Mitarbeiter. Wow, okay. Und bieten jetzt wirklich das rundum Sorglos-Paket an. Super, dann, wenn du magst, lass uns gerne mal einmal reden. Würden wir gerne mal ein bisschen was sehen. Ja, dann kommt mal mit, ich zeige euch das mal. Wie viele arbeiten jetzt hier rein in der Werkstatt von dir? Da habe ich jetzt 2 Mitarbeiter, also 2 Gesellen für die reine Werkstatt. Ja, ansonsten sieht man ja recht viel. Ich meine, du bist ja auch ganz gut ausgestattet. Ne? Fahrerassistenzsystem, Kalibrierung, Getriebespülung und so weiter. Das ist ja auch wichtig heutzutage. Also ich kann ja nicht eine neue Scheibe einbauen und keine Kalibrierung anbieten oder eine Achsvermessung machen und die Assistenzsysteme nicht kalibrieren können. Eigentlich ist es heute notwendig, das machen zu können. Also habe ich gelernt, das hier ist im Grunde quasi das neueste Stück und angefangen hat es aber dann im Bereich Karosserie und Lack. Genau. Dann let's go, oder? Wollen wir auch mal zeigen. Ja, sehr gut. Hier sind wir jetzt in unserer Felgenabteilung. Ja. Heutzutage ist es ja so, bei Leasingfahrzeugen hast du einen Schaden an der Felge, dann erzählt dir die Leasinggesellschaft oder der Hersteller meistens, die muss neu. Und da haben wir 2016 schon angefangen, haben uns so eine CNC-Drehmaschine gekauft, wo wir dann auch gerade diese glanzgedrehten Felgen mit reparieren können. Denn eine lackierte Felge vorher war kein Problem, aber so eine glanzgedrehte Felge, wo dann auch diese Drehriefen drin sind, dafür haben wir uns extra eine CNC-Maschine zugelegt. Okay. Kann ich auch nicht drauf verzichten. Ja, glaube ich. Cool. Gut, ich würde dir dann mal die Lackabteilung zeigen. Ja. So, hier sind wir in unserer Lackabteilung. Und hier hat alles angefangen dann? Richtig. Ja, okay. Das sind meine Basics quasi. Ja. Wir haben hier 2 so Smart Repair Kabinen. Das heißt, die können wir zuziehen, da wird der Lacknebel abgesaugt, oben wird Frischluft zugetan und dann ist das Ganze im Prinzip wie in der Lackiererei. Hier ist gerade Mittagspause, ne? Genau. Ist, ja. Darum ist hier gerade schön ruhig. Ja. Hier machen wir gerade Kotflügel, Tür neu. Also es hat sich vom Smart Repair schon ein bisschen größer entwickelt inzwischen. Auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr gut. Und wie viel macht die Werkstatt mittlerweile schon aus und planst du, dass das mehr wird? Ja, die Werkstatt soll auf jeden Fall noch ein bisschen mehr werden. Wird auch so passieren. Passiert auch ständig jetzt schon. Ja. Im Moment würde ich sagen, sind wir noch so bei 60-40. Das heißt, der Lack- und Felgenabteilung 60% und Werkstatt dann 40%. Aber immer schon ganz ausgewogen eigentlich. Genau. Ne? Also es ist schon auf einem ganz guten Weg dahin. Ne? Ich habe jetzt gerade erst wieder einen Mitarbeiter zum Hochvolt-Lehrgang geschickt. Das heißt, wir können Elektromobilität machen, wir können Verbrenner machen, wir können Lack machen, wir können Bremsen machen. Das heißt, im Prinzip ist es egal, wohin die Reise geht. Wir werden da sein und diese Entwicklung
mitmachen können. Ja, Jens, vielen, vielen Dank für den Einblick, für den Rundgang. Und mit dabei ist auch Jana Leitner von Mahle, auch mit deiner Urkunde. Ja, herzlichen Glückwunsch zur Werkstatt der Zukunft und vielen Dank für den interessanten Einblick. Ja, vielen Dank dafür. Wird auf jeden Fall einen ehrenden Platz an meiner Wand bekommen. Ja, sehr schön. Ja, und dazu gab es ja auch für euch Gewinner die Preise, ne? Grillfass, Tischkicker, Kühlschrank, alles schon da. Ne? Alles schon da, habe ich mich sehr darüber gefreut. Super, wunderbar. Ja, Stichwort Zukunft. Dir alles Gute für die Zukunft. Ich glaube, ein paar Weichen sind gestellt. Ich denke, ich bin gerüstet, genau. Ja, sehr, sehr schön. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viele Grüße aus Wolfsburg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.